Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad. Heute aus Frankfurt am Main auf der Eurobike. 2023 sind wir hier am Riese-Müller-Stand. Mit dabei ist der Ralf und seines Zeichens. Ich bin Sales im Innendienst und betreue zum Beispiel auch euch mit bei. Ja. Und der zeigt uns heute mal die Neuheiten, die wir bei Riese-Müller jetzt sehen werden. Ne? Genau. Herzlich willkommen, Konrad, der Fahrradladen. Ja. Ich freue mich, hier vor unserem neuen Culture zu stehen. Die Linie, die wir jetzt hier auf der Eurobike heute, beziehungsweise seit Mittwoch neu präsentiert haben. Und es geht darum, das natürliche Fahrradfahren zurückzubringen. Ja, und da habt ihr echt einen coolen Wurf gebracht, weil das Rad ist von der Preislage ein interessanter Punkt bei Miles. Und jetzt habe ich schon einen, der... Das ist natürlich ein Punkt, den wir nicht vernachlässigen brauchen. Aber die Idee, die bei uns bei diesem Rad geht, Riese-Müller sieht sich als der Alltagsmobilitätsalternative. Ja. Das ist von Anbeginn der Start von Riese-Müller die Idee gewesen. Wie muss ein Fahrrad aussehen, wie muss ein Fahrrad beschaffen sein, um eine Alternative zu der täglichen Mobilität zum Auto zu sein. Ja. Wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt. Da war zum einen die Reichweitenangst, da war der Wunsch nach immer mehr Power. Ja, ja. Und dadurch haben sich die Räder so entwickelt, wie sie heute aussehen. Und es gibt im Markt ja nun den Trend wieder zu mehr Leichtigkeit und mehr Natürlichkeit. Und die stellen wir in diesem Culture perfekt wieder dar. Wir haben wieder ein Rad, was als Fahrrad erkennbar ist und die Technik, der Akku, der Motor in den Hintergrund rückt. Da haben wir natürlich einen perfekten Partner, auch mit Bosch, gefunden. Du sprichst es gerade an. Bosch SX, der neue Motor. Das heißt, der ist wesentlich kleiner nochmal geworden, von 2,9 auf 2 Kilo. Ne? Ja. Und er ist auf den ersten Eindruck vielleicht, oder ersten Datenblick nicht so kraftvoll, aber das täuscht. Ne? Also genau, das ist der wesentliche Punkt. Wenn das ganze System leichter wird, dann brauchst du auch nicht mehr diese Unmengen an Kraft, genau. Wobei der sehr, sehr viel Kraft hat. Wir haben hier 55 Newtonmeter. Das Interessante und das Spannende bei dem Motor ist, dass du viel mehr die Kadenz sich auswirkt. Das heißt, in dem Moment, wo ich wieder mehr pedaliere, bekomme ich auch mehr Leistung. Genau, das ist nicht so, wie ich mich zurücklegen kann in dem CX-Motor, habe die geballte Kraft und drehte gemütlich vor mir hin. Wir erkennen den E-Bike-Fahrer aus der Ferne schon daran, dass er auf einem E-Bike sitzt, weil er einfach nur langsam tritt. Und hier kommen wir wieder zum normalen Fahrradfahren. Das heißt, das, wie wir uns erinnern, wir treten etwas stärker hinein, es ist gesünder, es ist natürlicher und wir bekommen hier einfach wieder eine Lässigkeit auf das Fahrrad zurückgebracht. Man sieht auch, dass das Rad schmal, clean ist, es ist auch leichter. Du hast ja eben angesprochen, Leichtigkeit. Wir fangen hier bei einem Gewicht an von 21 Kilo bis 23 bzw. 24, je nachdem, welche Schaltung ich also einpacke. Touring 21 Kilo knapp. Und das ist schon eine schöne Geschichte, weil man kennt ja so von Riese-Müller eher so Powerpaket und vom Gewicht her eher höher. Ne? Genau. In der Regel, ne? Richtig. Und diese Räder haben ja nach wie vor ihre Berechtigung. Darum geht es uns ja gar nicht. Ja. Hier geht es vielleicht darum, auch wenn eine neue Käuferschicht mit anzusprechen, die uns bisher so noch gar nicht auf dem Plan hatten. Ja. Weil sie eben genau ein anderes Fahrrad gesucht haben. Und dieses andere Fahrrad bieten wir jetzt hier mit. Gehen wir mal durch die Modelle hier durch. Ihr habt ja nicht nur das in dem Biscuit, ne? Genau, wir haben zwei Modelle. Für uns immer klassisch für uns das gerade Oberrohr oder der mixte Rahmen, den wir hier hinten haben, mit dem abgesenkten Oberrohr. Genau, so eine fast schon Tiefeinstiegsoptik. Ne? Also schon ein sehr, sehr tief gezogenes Rohr. Das heißt richtig, so wie du sagst, es ist beinahe schon der Tiefeinstieg. Also es ist so ein bisschen Trapez, aber eigentlich schon ein Tiefeinstieg, kann man sagen, oder? Genau. Ja. Auch schöne Farbe, die nennt sich Blossom. Ne? Blossom, richtig. Und das ganze Design ist eben so aufgebaut, dass wir ein Rundrohr haben. Und viel, was wir hier gemacht haben, wirkt sich natürlich letztendlich dann auch in den Preis aus, wie du eben angesprochen hast. Wir beginnen bei 3.999 €. Also, das ist schon eine feine Sache, weil das gibt viele Leute, die wollen in dem Bereich sich so einfinden und dann hat man hier einen schönen Einstieg. Ne? Das ist richtig. Wir müssen sehen, in welchem Umfeld bewegen wir uns. Wo sind dort die Marktbegleiter, liegen sie? Und hier können wir aber mit einer ganz anderen Qualität anstoßen, weil wir natürlich, ihr schätzt uns ob unserer Qualität. Riese-Müller ist immer die höchste Qualität, die es gibt am Markt. Ne? Richtig. Und die bringen wir jetzt in dieses Segment mit hinein. Damit können wir da, glaube ich, eine neue Benchmark setzen.
Die Farben, die es da so gibt, das interessiert die Leute ja auch immer sehr. Was gibt es da noch? Genau die 3 Farben, die ihr heute gesehen habt. Das System ist entsprechend simpel aufgebaut. Du hast den Tiefeinstiegsrahmen gibt es in dem Blossom und es gibt es in dem Denim. Also und das Tiefeinstiegsrad gibt es auch in der Farbe. Das richtig. Ist interessant und es zu wissen, gibt das gerade Obenrohr gibt es eben hier in Denim und in dem Biscuit. Schön. Das Interessante, lass uns kurz noch auf den Rahmen eingehen. Alle matt, ne? Sorry, alle matt, ja. Wir lassen noch kurz auf den Rahmen ein. Wir haben hier 50% recyceltes Aluminium. Also auch das ist neu für uns. Schöne Geschichte, ja. Was uns eben auf den Weg bringt, wir möchten gerne der nachhaltigste E-Bike-Hersteller bis 2025 werden. Und da müssen wir an verschiedenen Punkten ansetzen und sind ständig auf der Suche, was können wir noch tun. Hat was mit der Produktionsstätte zu tun. Wir produzieren dieses Rad auch in Portugal. Und hat eben auch damit zu tun, dass wir eben 50% recyceltes Aluminium einsetzen können. Da werden wahrscheinlich die Fragen kommen, oder ich frage es mal, wie, also das heißt 50% sind das dann alte Rahmen oder ist das Aluminium, wo aus... Recyceltes Aluminium. Recyceltes Aluminium, Ja. okay. Gut, dann gehen wir mal zu den anderen Highlights, würde ich mal sagen, die neu so sind, oder? Sehr gerne. Ja. Ich glaube, hier hat sich auch was getan, ne? Wir haben ein besonderes Highlight, wenn wir auf den Winter zu sprechen kommen. Und wir kommen nochmal auf das Thema Alltagsmobilität. Ja. Und wir möchten gerne, dass das Fahrrad nicht nur am Wochenende benutzt wird, sondern dass das Fahrrad eben die ganze Woche und auch über das komplette Jahr benutzt werden. Ja, natürlich, wenn es draußen stürmt, regnet oder schneit, dann haben wir nicht so viel, dann gehen die Fahrradnutzer natürlich schon zurück. Aber es sollte auf gar keinen Fall daran liegen, dass es zu kalt am Popo wird, denn dafür haben wir jetzt die Sitzheizung. Nicht mehr für Schönwetterfahrer jetzt, sondern auch ganzjährig, ne? Genau, wir haben hier die erste Sitzheizung. Unser Nevo, unser stärkstes und meistverkauftes Modell, das bieten wir jetzt auch mit entsprechendem warmen Sitz an. Ich glaube, bis, was ist das, 37 Grad oder so? Oder wie? Ja, genau. Ja. Das sieht man dann auch, wie macht man das dann? Stellt man sich den dann ein oder ist der dauerhaft an? Nein, du hast unten drunter hast du den Schalter, damit schaltet es ein, wird über die Bordelektronik versorgt, so dass man sich da keinen machen muss. Verbraucht relativ wenig Strom, also muss jetzt keine Angst haben, dass die Reichweite dadurch knapp wird, weil ich einen warmen Popo habe. Und es braucht keine Angst zu haben, dass es dann irgendwie zu heiß wird, weil da habt ihr schon geguckt, ne? 37 Grad, du erinnerst dich, war glaube ich die Körpertemperatur. Genau, das ist dann quasi so noch die Temperatur, die man so auf der Sehr angenehm hat. Genau. Das könnte interessant sein, wenn es mal richtig kalt draußen ist. Absolut. Also, no excuses, ne? Weil Ja. cool ist, also wirklich interessant. Ich freue mich schon darauf, das mal zu testen. Was gibt es noch Interessantes? Halt die Hand drauf, wir haben es eingeschaltet. Ja, ihr habt es ne? eingeschaltet. Es ist eingeschaltet. Das kommt dir jetzt erstmal nicht so krass vor, weil im Sommer brauchen wir das müssen nicht. wir Aber mal stell dir testen. vor, es wäre jetzt kalt draußen, Ja. dann ist das sehr, sehr, sehr angenehm. Wirklich cool, ja, schön. So, wir haben noch so ein paar Neuheiten. Es ist eigentlich nicht so gravierend, was wir neu anbieten können. Wir haben für unser Swing haben wir eine neue Farbe mit hineingebracht. Das Bordeaux ist das so. Ja, Bordeaux, genau. Ne? Glossy, ne? Also glänzender Lack, ne? Richtig? Ja. Und nochmal natürlich Best 3. Das heißt, auf den neuen Standard hier von Bosch, beziehungsweise auf das neue CAN-Bus-System, Best 3 mit Intuvia 100 Display. Also Richtig. auch den 500er Gepäckträger-Akku. Ja. Genau, das ist wie gehabt. Was wichtig ist für uns, wir haben in dieser Saison zu diesem Modelljahreswechsel haben wir die Rohloff-Schaltung wieder. Das war im letzten wieder Modelljahr ein zurück, ne? Problem, weil es da Anpassungsschwierigkeiten gab Ja. seitens Bosch mit Rohloff. Und die 14-Gang elektronische Schaltung mit Rohloff ist für uns ein sehr wichtiges Feature. Und die haben wir jetzt wieder für alle Modelle mit an Gab es Bord. viele Fragen dazu. Das heißt, nächstes Jahr dürfte es dann wieder so weit sein, dass man dann mit dem neuen System das dann ungefähr. Ne? Ja, genau. Ja, Wird genau. ab Beginn Modelljahr, ab 1. September. Ich glaube, bei dem Verfügbar. D-Lite hat sich auch noch was getan. Ne? Das ist jetzt das neue D-Lite 4. Ne? Genau, auch hier hatten wir zum letzten Modell ja noch nicht das neue smarte System von Bosch mit drauf und das haben wir jetzt hier eben auch verfügbar. Man sieht es auch so ein bisschen, dass das hier so ein Tick länger geworden ist. Ne? Also man sieht es Gut, erst auf den zweiten Blick. Ne? Genau, man muss es ja du unterkriegen. musst Ja. ja natürlich das Ganze ein bisschen strecken, um den entsprechenden größeren Akku mit hineinzubekommen. Und hier haben wir ja, das D-Lite, wie es geliebt wird, mit entsprechender kraftstarken Motor drin und dem entsprechenden Akku drin, so dass ich mir puncto Reichweite auch in den hügeligen und bergigen Gelände keine Gedanken mehr machen muss. Ja. Was zusätzlich kommen wird, wir haben das da vorne auf dem Rad, ist der
Range Extender, den ich entsprechend noch dazu packen kann. Das heißt, wenn mir die 750 Wattstunden nicht reichen, dann setze ich ähnlich wie eine Wasserflasche, setze ich noch den Zusatzakku mit auf. Wir können das hier vorne nochmal am Bike zeigen. Dann habe ich richtig Power, dann bin ich bei 1000 Wattstunden. Und das ist dann schon wirklich, also da ist man wirklich flexibel. Ne? Da bleibt nichts über und ich könnte die auch noch einen zusätzlichen Pack, noch einen Rucksack packen, weil das ist eben nur noch so groß wie eine Wasserflasche. Ja, ist auch wirklich leicht mit 1,6 Kilo, so was wir mitgekriegt haben. Ja. Neue Farbe, die man eher aus dem Super Delight kennt, ne? Ist, glaube ich, das genau. Tundra Grey. Ne? Ja, und wir haben es im Load haben wir die Farbe ja auch und die haben wir jetzt hier auch für das Delight. Was für eine Farbe gibt es sonst noch bei dem? Oder ist das die? Wird es das noch eine andere Farbe geben? Fragen wir mal so. Selbstverständlich. Ich meine, es war Black. Rot, ich weiß nicht, ob wir das Rot noch mit drin haben, da müsst ihr jetzt gucken. So, hier noch ein interessantes Detail. Das haben wir sowohl für das Culture als auch entsprechend für das andere neue Bosch-System, den Range Extender. Ja. Hier haben wir nochmal die zusätzlichen 200 Wattstunden, die eigentlich hier ähnlich aufgesetzt sind wie eine Wasserflasche. Dafür gibt es dann noch eine Tasche, wo wir das Ganze damit schön verpacken können. Und damit habe ich einfach mal eine Zusatzreichweite, die, und das ist eben sehr spannend, einfach hier über die Ladeboxe mit eingepackt wird. Dann machen wir aus dem 750er halt direkt mal einen 1000er, ne? 1000 Wattstunden. 950. Bitte? 950. Ja. Nee, das ist eine schöne Sache. Entschuldigung, du hast vollkommen recht. 250, 250.000. Es sind nicht nur 200, nein, es sind 250. Nee, Bosch hat gesagt, wir brauchen richtig Power. Nee, auch tolle Sache, ne? Ja. Gehen wir mal zu den Cargo-Bikes, weil das ist ja auch so ein Schwerpunkt von Sehr gerne. Müller. Genau, das ist für uns ähnlich, weil es uns eben darum geht, so wie wir es im Culture schon gesagt haben. Wir sind Alltagsmobilität und zur Alltagsmobilität gehört das Cargo-Bike dazu. Weil ich brauche nicht das Auto für meine Alltagsmobilität. Für alle Strecken, die unter 30 Kilometer sind, macht es für mich überhaupt gar kein Problem, das Ganze eben auch in ein Cargo-Bike hineinzupacken. Ja. Und Cargo-Bike bedeutet nicht immer nur Kindertransport, sondern kann ganz normale Alltagsmobilität sein, wie Einkaufen, wie Sportsachen etc. Und da gehen wir jetzt gerade mal noch drum. Gehen wir mal rüber. Natürlich können das es ist abgeschlossen. Natürlich können es die großen Lasten sein für den gewerblichen Einsatz. Dann habe ich hier richtig viel Platz drin. Oh, das ist nämlich auch ein schönes Detail. Das zeige ich euch hier mal. Hier einige Kasten Kaltgetränke rein. Für unseren Transporter, das Einstiegs-Cargo-Bike, haben wir auch den sehr bequemen Einstieg. Ein Bike, was sehr interessant ist. Wir haben es draußen auf der Freifläche auch mal in der Konfiguration mit einem Hundekissen drin. Schön, und da kann der Hund sehr bequem einsteigen. Hier können die Kinder sehr bequem einsteigen und das Ganze eben mit einer Tür gestaltet. Und der Transporter ist ja so das Brot- und Butter Cargo-Bike. Sehr, sehr interessant. Ist von der Preislage auch. Genau, liegt einfach unter dem Packster angesiedelt und unter dem Load angesiedelt, genau. Zu dem wir jetzt gleich noch rübergehen. Wenn für euch das mit der Vollfederung nicht so ein großes Thema ist, weil ihr sagt, komm, ich wohne in der Stadt, ne? Genau. Wo es alles relativ locker ist, dann reicht das vollkommen. Absolut. Wir haben natürlich bei Riese Müller einen Standard gesetzt mit dem vollgefederten Cargo-Bike. Da haben wir lange Zeit, waren wir die Einzigen, die es entsprechend angeboten haben. Gehen wir da einfach mal rüber zu unseren vollgefederten Modellen. Da haben wir hier zum einen unser allseits beliebtes und bekanntes Load, ein schlank bauendes Cargo-Bike, hier in der 60er-Variante. Zum Beispiel mein Cargo-Bike. Damit ersetze ich mein Auto. Das gibt es denn auch, was sehr interessant ist, in der schnellen Variante, was mich dann bis 45 km/h unterstützt. Und dort kann ich wunderbar meine Einkäufe verstauen und alles, was ich im Alltag transportieren muss. Jetzt muss ich einmal mal kurz so ein bisschen noch mal was rein sagen. Wir haben das ja auch bei uns im Laden Kaiserslautern. Und das ist gerade so, wenn man ein bisschen mal weg von den normalen Trails halt fährt, ne? Was heißt Trails, vom Stadtverkehr, ist das eine super Angelegenheit mit diesem Dämpfer. Also im Prinzip ist es wie so eine Art EMTB mit... Genau, ich möchte gerne deinen Versprecher mal aufnehmen, Trails fahren, weil
de facto ist das ein Fahrrad, mit dem fahre ich auf dem schmalen Waldweg genauso gerne, habe da genauso meinen Spaß. Wir haben hier auch die etwas gröberen Reifen mit drauf und damit kann ich das, was der Alltags-MTBler fährt, wenn er auf den Forstautobahnen unterwegs ist, habe ich mit dem genauso viel Spaß und ich habe noch das ganze Picknick mit drin. Also das, ist, einfach, das macht richtig Spaß. Also wir haben es auch, bei uns hat das ganze Team das mal Probe gefahren und jeder hat gesagt, boah, das ist schon, also das ist im Lastenradbereich, haben viele gesagt, ist es Benchmark, weil halt der Komfort da drauf und das Einsatzgebiet ist ja schier riesig. Ne? Das ist genau. Ja wirklich, also ja, also ich liebe Fahrradfahren und möchte gerne das den ganzen Tag genießen. Und dann habe ich vielleicht manchmal einfach mehr Dinge als das, was in die Satteltasche kommt. Ja. Und dann habe ich einfach das Fahrrad, habe es genauso komfortabel, genauso bequem und muss mir über das, was ich einpacken möchte, keinerlei Gedanken machen. 725 Wattstunden haben wir da. Ne? Also richtig, wird jetzt auch wieder mit Dual-Bad kommen. Das heißt, wir haben dann zweimal das Ganze und dann brauche ich mir über Reichweite überhaupt keine Gedanken machen. Und lass uns doch kurz hier rüber schwenken. Gerne. Auf unseren Packster. Weil auch den Packster haben wir inzwischen mit Full Suspension, auch den bieten wir inzwischen mit der Hinterradfeder. Haben wir auch bei uns im Laden Kaiserslautern, die top, also auch komplett voll. Ne? Perfekt, also das ist der Luxusliner im Das ist Cargo-Bereich. wirklich dann die S-Klasse. Wenn wir die Anlehnung nehmen wollen, gerne, weil hier habe ich natürlich ein sehr großes Volumen, weil das ist auch etwas breiter, das Packster. Hier kriege ich sehr viel mit rein. Und wir haben, und da gehen wir gleich nochmal an einen anderen Ort, da kann man es mal sehen mit den Kindersitzen drin. Genau, gehen wir direkt mal rüber. Da kriegen wir perfekt auch den Kindertransport und wir haben eben auch einen sehr hohen Sicherheitsaspekt nochmal damit dazu. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Hier haben wir das Load, wenn wir vorbeilaufen, in der 75er-Variante, also etwas länger. Eben standen wir beim Load 60, hier haben wir das Load 75. Haben wir auch reinbekommen. 75 steht eben für 15 cm mehr Länge nach vorne. Ja. Und hier auch schön mit diesem Kinder Genau, Aufsatz, natürlich. Ne? Also das ist natürlich bei allen Rädern entsprechend verfügbar. Und ich möchte gerne all eure Kunden einladen, auch wenn ihr bis dato noch Cargo-Bike überhaupt nicht im Kopf hattet, kommt zu Konrad, fahrt einfach mal. Das Schöne ist, dafür gibt es Testräder, um einfach mal das Erlebnis zu haben. Ihr müsst dann immer noch kein Cargo-Bike kaufen, aber tut euch einfach mal die Freude an und dieses Erlebnis an, einfach mal Cargo-Bike gefahren zu sein. Ich habe noch auf keiner Veranstaltung, noch auf keinem Event erlebt, dass Leute, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, danach gesagt haben, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Es gibt nämlich immer diesen einen Aha-Effekt irgendwann. E-Bike, wow. Und dann kommt der zweite Aha-Effekt. Ja. Lastenrad, Doppel-Wow. Ne? Ja, genau, Ja. richtig. Beim Cargo-Bike haben wir eben einmal die Long John-Variante, das heißt, wir haben die Last vor uns Du sitzen. siehst auch, was du da jetzt Du siehst, was da drin transportierst, ist, was bei Kindern wirklich auch eine sehr, sehr angenehme, schöne Sache ist. Du hast ja einfach die Kinder unter Kontrolle oder der visuellen Kontrolle. Oder du hast das Long Tail. Wir stehen hier am Multi-Tinker, das ist unser Long Tail. Sollen wir mal da reingehen, weil habt ihr das ja schon bestückt, ne? Genau, Auch das können wir machen. Gehen wir rein. Multi-Tinker, ne? Das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Leben, ne? Wenn das Ganze, das merken wir nämlich bei uns auch im Laden, wenn wir mal eine Tasche dran machen, ein Körbchen, dann sieht man, das ist ja richtig hier, ne? Genau. Ich brauche doch letztendlich mein Auto ja nur oder immer mal wieder, weil ich ja so viel Lasten zu transportieren habe. Deshalb haben wir uns hier mal den Spaß erlaubt und haben hier mal hinten dran aufgebaut, was kann ich denn alles in so ein Cargo-Bike reinpacken. Und dann haben wir hier den Multitinker, der eben draußen stand. Und vielleicht magst du mal kurz hier reinfilmen, was wir uns mal hier den Spaß gemacht haben, was wir alles reingepackt haben. Wir haben die großen Taschen, da packst du das Rad rein, da packst du alle Einkäufe rein. Du kannst die Kisten noch dazu packen. Hier geht richtig viel und ich habe aber trotzdem das Erlebnis Fahrradfahren. Ich bin flexibel in der Stadt, ich brauche keinen großen Parkplatz. Ich habe die Fahrrad-Experience. Hier haben wir es mal bestückt mit 2 Kindersitzen hinten dran. Der Multitinker hat eine entsprechende Länge, dass die wirklich auch sehr komfortabel 2 kleine Kinder auch hintereinander sitzen können. Was halt ziemlich cool ist, das hat eben der Tobi noch gesagt, das Starrad könnte vom Konrad sein, weil genau alles, was hier ist, haben wir ja auch, also die Woom-Räder, den Pockham. Also wir haben tatsächlich auch Kunden, die kommen so in den Laden, holen sich ein Rad bei uns und fahren das dann hinten drauf mit. Also die kaufen dann für ihr Kind ein Rad. Ja. Also es ist, als hätten wir uns abgesprochen, 1:1 die quasi Konrad Edition. Noch vorher noch ein Pockham geholt fürs Grobe und
Ja, also super. Also das ist hier einfach realistischer Alltag, ne? Genau. Und darum ging es uns, das mal hier nochmal wieder darzustellen. Was kann ich alles tun? Und wir laden auch alle ein. Du hast gesagt, ihr stellt das Video heute schon online. Ja, wir gucken, wie wir es kommen, aber wir versuchen es zeitnah zu machen, damit ihr auch sagt, komm, ich gucke mir das jetzt mal live an und komm an den Riese Müller Stand. Richtig, das wäre nämlich meine Einladung. Kommt bitte Samstag und Sonntag an den Publikumstagen hier zur Eurobike nach Frankfurt. Ja. Schaut euch an, was hier möglich ist. Wir haben alle Räder, außer der neuen Culture-Linie, weil sie ganz exklusiv jetzt hier vorgestellt ist, alle Räder auch zum Probefahren, hier auf dem Testparcours. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das alles miteinander passt und funktioniert. Super, dann sage ich mal vielen, vielen Dank, Ralf. Lass uns ganz kurz noch bitte zum Paxter gehen. Ich möchte kurz noch mal dem Paxter noch mal die Besonderheiten zeigen, für die bei euch noch nicht im Laden waren und es sich angeschaut haben. Zugabe. Das Besondere am Paxter sind hier, und vielleicht magst du da noch mal reinschwingen, da kann ich das noch mal ein bisschen zeigen, zum Kindertransport und zum Thema Sicherheit. Wir haben hier beim Paxter die Akkus hier unten im Rahmen integriert. Das heißt, wir haben hier unten schon mal einen seitlichen Schutz, dann haben wir hier den Bügel als seitlichen Schutz und hier oben noch mal einen umlaufenden Bügel. Und wir haben hier sehr, sehr viel Platz und Raum, um da eben auch das Kostbarste, was wir haben, unsere Kinder zu schützen. Und das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr guter Aspekt. Definitiv. Und wie das hier auch verarbeitet ist. Aber guckt es euch selber an, weil wir können ja viel reden. Ihr müsst es mal gesehen haben, anfassen und Probe fahren. Weil dann wird einem einiges klar. Ne? Richtig. Also das finde ich immer das Schöne. Es gilt es zu erfahren. Genau. Nur dann kann ich mitreden, nur dann weiß ich, worum es geht. Und deswegen auch, wie eben schon angekündigt, kommt hier zu uns, kommt zu Konrad ins Geschäft und erlebt mal Cargo-Bike fahren, auch wenn ihr nachher ein ganz anderes Bike kauft, aber einfach nur mal zu sehen, wie fühlt sich das denn überhaupt an, und dann sieht man vielleicht manche Dinge auf der Straße mit anderen Augen. Es geht hier nicht nur um Kindertransport, es geht hier um Lastentransport, es geht um Alltagsmobilität. Genau. Dann sage ich mal, danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist jetzt wahrscheinlich ein längeres Video geworden, wie wir es eigentlich vorhatten, aber der Ralf hat das wirklich außergewöhnlich gut gemacht. Dann sage ich bis zum nächsten Video und euch noch eine gute Zeit. Und ja, bis dann. Tschüss, Leute. Danke für den Besuch. Ciao.